Preface to the Phenomenology of Spirit, paragraph 2. Furthermore, the attempt to define how a philosophical work is supposed to be connected with other efforts to deal with the same subject matter drags in an extraneous concern, and what is really important for the cognition of truth is obscured. The more conventional opinion gets fixated on the antithesis of truth and falsity, the more it tends to expect a given philosophical system to be either accepted or contradicted, and hence it finds only acceptance or rejection. It does not comprehend the diversity of philosophical systems as the progressive unfolding of truth, but rather sees in it simple disagreements. The bud disappears in the bursting forth of the blossom, and one might say that the former is refuted by the latter. Similarly, when the fruit appears, the blossom is shown up in its turn as a false manifestation of the plant, and the fruit now emerges as the truth of it instead. These forms are not just distinguished from one another, they also supplant one another as mutually incompatible. Yet at the same time, their fluid nature makes them moments of an organic unity in which they not only do not conflict, but in which each is as necessary as the other, and this mutual necessity alone constitutes the life of the whole. But he who rejects a philosophical system, i.e., a new philosopher, does not usually comprehend what he is doing in this way, and he who grasps the contradiction between them, i.e., the historian of philosophy, does not, as a general rule, know how to free it from its one-sidedness, or maintain it in its freedom by recognizing the reciprocally necessary moments that take shape as a conflict and seeming incompatibility. This is paragraph 2 in German. So wird auch durch die Bestimmung des Verhältnisses, das ein philosophisches Werk zu anderen Bestrebungen über denselben Gegenstand zu haben glaubt, ein fremdartiges Interesse hereingezogen, und das, worauf es bei der Erkenntnis der Wahrheit ankommt, verdunkelt. So fest der Meinung des Gegensatzes des Wahren und des Falschen wird, so pflegt sie auch entweder Bestimmung oder Widersprüche gegen ein vorhandenes philosophisches System zu erwarten, und in einer Erklärung über ein solches nur entweder das eine oder das andere zu sehen. Sie begreift die Verschiedenheit philosophischer Systeme nicht so sehr als die fortschreitende Entwicklung der Wahrheit, als sie in der Verschiedenheit nur den Widerspruch sieht. Die Knospe verschwindet in dem Hervorbrechen der Blüte. Und man könnte sagen, dass jene von dieser widerlegt wird, ebenso wie durch die Frucht die Blüte für ein falsches Dasein der Pflanze erklärt, und als ihre Wahrheit tritt jene an die Stelle von dieser. Diese Formen unterschieden sich nicht nur, sondern verdrängen sich auch als unverträglich miteinander. Aber ihre flüssige Natur macht sie zugleich zu Momenten der organischen Einheit, worin sie sich nicht nur nicht widerstreiten, sondern eins so notwendig als die andere ist, das andere ist. Und diese gleiche Notwendigkeit macht erst das Leben des Ganzen aus. Aber der Widerspruch gegen ein philosophisches System pflegt teils sich selbst nicht auf diese Weise zu begreifen, teils auch weiß das auffassende Bewusstsein gemeinhin nicht.
ihn vor seiner Einseitigkeit zu befreien oder frei zu erhalten und in der Gestalt der streiten und sich zuwiderscheinenden gegenseitig notwendigen Momente zu erkennen.